I think that the topic is important because it can start a change that needs to happen right now. Man sollte sich damit auseinandersetzen, die Rohstoffe sinnvoll zu nutzen, weil die Ressourcen halt begrenzt sind. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich mit Rohstoffen auseinandersetzt, denn Rohstoffe sind überall. Sie umgeben uns einfach. Ohne Rohstoffe könnte man nicht leben. Das Futurium hat sich auf Rohstoffe für das Themenjahr 2024 konzentriert, weil das Thema im wahrsten Sinne lebenswichtig und lebensnotwendig ist. Unsere gesamte Welt, in der wir leben, die beruht auf Rohstoffen. Wir backen unser Brot damit, wir bauen die Fahrzeuge damit, aber auch die neuen Technologien, Digitales etc. All das beruht auf Rohstoffen. Und das Kritische daran ist, dass wir immer noch sehr verschwenderisch mit Rohstoffen umgehen, sehr, sehr viel davon verbrauchen, obwohl es besser gehen würde, Stichwort Kreislaufwirtschaft. Und gleichzeitig lagern wir unsere Probleme auch häufig aus. Die Rohstoffe, die wir hier brauchen, um beispielsweise die Nachhaltigkeits- und Digitalwende zu schaffen, die werden in Afrika gefördert, in Südamerika gefördert und sorgen dort teilweise für große Umweltprobleme, aber auch soziale Probleme und Schwierigkeiten. Also wir haben auch ein großes Gerechtigkeitsthema. Grund genug, dass wir uns das alles anschauen und gleichzeitig auch gucken, welche Innovationen es gibt, um auf einen besseren Kurs zu kommen. Wir möchten eigentlich 3 Dinge erreichen. Das eine ist, ein kritisches Bewusstsein schaffen. Punkt 2 ist dann aber auch Lösungsansätze vorstellen. Also es gibt bei uns sehr spannende Ansätze, wie man aus natürlich nachwachsenden Materialien auch Gegenstände herstellen kann, die man bisher immer aus anderen Sachen gemacht hat, wo man sich nicht vorstellen konnte, dass es anders sein kann. Beispielsweise Schuhe aus Pilzleder. Also diese Innovationen, auch die Materialinnovationen spielen eine große Rolle, auch die Potenziale der Kreislaufwirtschaft. Und der dritte Punkt, den wir haben, ist natürlich das Kompetenzthema. Wir möchten Menschen in die Lage versetzen, sich unterschiedliche Zukunftsszenarien vorzustellen, sich auch vorzustellen, wie es anders gehen könnte, unter der Leitfrage, wie wollen wir leben? Als Kind war ich voll begeistert von der Idee vom Perpetuum mobile, weil ich habe Jim Knopf gehört als Hörbuch und die haben ja auch so eine Eisenbahn, die einfach von selbst fährt. Auf jeden Fall war ich extrem begeistert davon. Und bei Rohstoffen ist es auch so, wenn wir es schaffen, so eine Art Kreislauf hinzukriegen, dass die Rohstoffe, die wir schon abgebaut haben, wieder irgendwo anders eingebaut werden, dann haben wir wie so eine Art Perpetuum mobile, also eine Eisenbahn, die fährt, ohne dass man irgendwie was dafür braucht, weil wir ja schon ganz viel von den Rohstoffen abgebaut haben. Und wenn man die dann bei so einer Kreislaufwirtschaft dann woanders wieder einbaut, dann wäre das ziemlich ideal und dann müsste man unseren Planeten nicht so belasten. Ich glaube, es ist total wichtig zu begreifen, dass Rohstoffe nicht so was Abstraktes ist, wo es irgendwie globale politische Fragen zu gibt, sondern dass mein Leben ganz klar von Rohstoffen abhängig ist und dass ich auch selber was dazu beitragen kann, dass ich eben bestimmte Rohstoffe auch recyceln kann, dass ich vielleicht eine eigene kleine Kreislaufwirtschaft bauen kann oder dass ich zum Beispiel Müllfasten machen kann und sehen kann, wie ich selbst Rohstoffe einsparen kann, um dann einfach meinen Fußabdruck nicht nur von CO2 zu reduzieren, sondern insgesamt meine Rohstoffbilanz zu reduzieren. Und das finde ich sehr wichtig, das für alle erfahrbar zu machen. We need to ensure equitable access to resources while implementing responsible mining practices to protect the environment. And we really can do this together because that's the one thing we all have in common, and that is the earth.